Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Heute zeige ich euch inshallah 2 Versionen eines gesunden Rohkostbrotes. Beide Versionen werden wieder mit gesunden Sprossen hergestellt, denn es gibt kaum ein gesünderes oder frischeres Lebensmittel als Sprossen. Und eine der beiden Versionen wird zusätzlich mit fermentiertem Gemüse hergestellt. Eines meiner Videos zu fermentiertem Gemüse, das verlinke ich euch hier oben inshallah. Jetzt fangen wir auch gleich damit an, dieses gesunde Rohkostbrot herzustellen. Die Basis dazu sind, wie gesagt, Sprossen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade Weizensprossen zur Hand. Wer das Brot aber vollkommen glutenfrei haben möchte, kann natürlich auch andere Sprossen nehmen. Hier habe ich noch Alfalfa-Sprossen hinzugegeben und dann habe ich 3 Karotten, die ich in ganz kleine Würfel geschnitten habe, hinzugegeben. Ebenso Tomaten. Das waren etwa 5 mittelgroße, also relativ kleine bis mittelgroße Tomaten. Dann haben wir hier eine Zwiebel klein gehackt hinzugegeben und einige Knoblauchzehen. Das Gemüse sollte möglichst alles von Bioqualität sein. Um das Ganze besser pürieren zu können, habe ich etwas Hafermilch hinzugegeben. Man kann aber auch einfach ganz normales destilliertes Wasser nehmen. Den Haferflocken werden wir später auch noch hinzugeben. Jetzt wird das Ganze erstmal gründlich püriert mit dem Mixer. Und so brauchen wir hier mehrere Durchgänge, weil wir eben eine sehr große Menge hier hergestellt haben. Je nachdem eben, wie groß der Mixer ist, den man da zur Hand hat. Hier wird jetzt noch der Rest püriert und dann wird jetzt alles am Ende zusammen vermischt, bevor wir dann die restlichen Zutaten hinzugeben werden. Leinsamen und Chiasamen dürfen da niemals fehlen. Hier haben wir jetzt die Leinsamen geschrotet. Das sollte man immer tun, weil die sonst nicht gut verdaut werden können. Das gleiche haben wir hier mit den Chiasamen getan. Die wurden auch geschrotet. Die kommen jetzt da hinzu, denn die sorgen dafür, dass das Brot schön aufquillt und eine Festigkeit bekommt. Und dann haben wir noch ein paar Sesamsamen hinzugegeben, also ungeschälte Bio-Sesamsamen. Und dann kommt noch etwas Flohsamenschalenpulver hinzu, dass das Brot auch sehr gut zusammenhält am Ende. Und dann hatte ich hier noch ein paar Haferflocken hinzugegeben, natürlich glutenfreie Bio-Haferflocken, dann ebenso Bio-Kürbiskerne. Und dann darf natürlich das gesunde Kurkuma-Gewürz auf gar keinen Fall fehlen. Wer frischen Kurkuma zur Hand hat, sollte lieber den hinzufügen. Dann kommt natürlich frisch gemahlener Pfeffer hinzu, als auch dieses Green Onion Gewürz, also das ist so etwas wie Knoblauch und Zwiebelpulver. Mit Meersalz dabei und frischen Kräutern noch dabei. Dann haben wir noch etwas Paprika hinzugegeben. Dann noch etwas Oregano. Also das kann jeder machen, wie er möchte. Jeder gibt die Gewürze hinzu, die ihm besonders gut schmecken in einem Rohkostbrot. Für mich hat sich diese Gewürzkombination sehr gut bewährt. Also ich finde, das schmeckt äußerst köstlich, zusammen eben mit diesen Tomaten, Karotten, Sprossen, Haferflocken und anderen Zutaten. Also das sind lauter gesunde Zutaten, die hier drin sind. Und eben die Karotten und Tomaten geben dem Brot auch nochmal so etwas Süße dazu. Aber was die Gewürze betrifft, da kann man hinzugeben, was man möchte. Ich habe dann hier nochmal nachgewürzt mit Himalaya-Salz, Bio-Gemüsebrühe. Man muss eben abschmecken, wie es einem am besten mundet, wobei man jedoch aufpassen sollte, dass man nicht so viel Salz oder Gemüsebrühe hinzugibt, denn das Brot wird ja noch getrocknet und auf diese Weise eben einreduziert, sodass es auch passieren kann, dass man das Brot versalzt. Ich hätte auch nochmal etwas Haferflocken hinzugegeben, wie ihr gesehen habt, aber das kann man alles nach Gefühl machen. Ich wollte halt dadurch eine noch festere Konsistenz für den Teig bekommen, aber der entsteht automatisch, wenn man ihn ein wenig ruhen lässt, also ein paar Minuten ruhen lässt, durch die Chiasamen, Leinsamen und das Flohsamenschalenpulver, sodass der Teig ruhig auch etwas flüssig sein kann. Das spielt keine Rolle, es wird sowieso am Ende alles getrocknet. Ja, und wie wir jetzt sehen, haben wir das jetzt hier alles nach und nach in den Dörrautomaten gegeben und schön gleichmäßig glatt gestrichen. Ich hatte den Teig später dann noch in einzelne Segmente unterteilt mit dem Messer. Das hatte ich nur vergessen hier zu filmen. Das ist eben gut, damit man das Brot, wenn es dann getrocknet ist, besser in einzelne Stückchen unterteilen kann. Das war es dann auch schon und dann wird das Ganze jetzt einfach im Dörrautomaten so lange getrocknet, bis das Brot eben vollkommen trocken sein wird und auf diese Weise haltbar gemacht wird. Wichtig ist, dass die Temperatur nicht über 40 Grad eingestellt werden sollte, damit all die guten Nährstoffe und Vitamine darin eben nicht zerstört werden. Da ich so viel Teig hergestellt hätte, dass er eben nicht vollkommen in den Dörrautomaten gepasst hat, habe ich hier nochmal ein großes Backblech damit bestrichen und das eben auch im Ofen, und zwar bei 40 Grad Celsius, während die Ofentür halb offen war, getrocknet. Der Trockenvorgang dauert in beiden Fällen etwa einen Tag und eine Nacht. Und so sehen die fertig getrockneten Rohkostbrote oder auch Cracker genannt dann aus, wenn sie fertig getrocknet sind. Und man könnte sie dann wunderbar in einem größeren Behälter aufbewahren.
und sich dann täglich mit diesem überaus gesunden Cracker oder Rohkostbrot versorgen. Eine wunderbare, überaus gesunde Alternative zu herkömmlichem Brot, welches glutenbehaftet ist und eben gebacken wird, sodass die ganzen Nährstoffe darin eigentlich schon tot sind. Und welches, selbst wenn es im besten Fall aus Vollkornmehl besteht, aus glutenbehafteten Kohlenhydraten besteht, wovon das Gluten eben die Gedärme verklebt und die Kohlenhydrate sich in Zucker verwandeln, der Parasiten und Candida-Pilzen eben Nahrung bietet, sodass diese sich im Darm munter vermehren können und am Ende viele Krankheiten verursachen können. Deshalb bietet es euch ein gesundes Sprossen-, Gemüse-, Rohkostbrot, insbesondere dann, wenn die Sprossen überhaupt kein Gluten mehr enthalten, eine tolle Alternative zu herkömmlichem Brot. Denn wenn unsere Ernährung hauptsächlich Sprossen- und gemüselastig wäre, würden wir unserer Gesundheit im Gegensatz zu kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln einen viel größeren Gefallen tun. Jetzt stelle ich euch die zweite Version meines Rohkostbrotes vor. Hier haben wir jetzt Sprossen aus Sonnenblumenkernen und auch wieder Weizensprossen, einfach weil ich die eben damals vorrätig hatte, aber besser, ihr nehmt eben vollkommen glutenfreie Sprossen. Ansonsten auch wieder Tomaten, Karotten, Knoblauch und rote Zwiebeln in diesem Fall. Die sind nämlich sehr gesünder als die weißen Zwiebeln. Und dann kommt die allergesündeste Zutat hinzu, hier in diesem Fall fermentiertes Gemüse. Und zwar ist das fermentierter Rotkohl hier in diesem Fall, der natürlich auch mit Kurkuma, Ingwer und Knoblauch nochmal gewürzt wurde. Das sieht man nur nicht, weil eben alles die Farbe vom Rotkohl angenommen hat. Wegen dem Kurkuma darin geben wir dann auch noch frisch gestoßenen Pfeffer natürlich hinzu, damit das Kurkuma vom Körper besser verwertet werden kann. Und dann kommt wieder dieses Knoblauch, Zwiebelkräuter, Salzgewürz hinzu. Das schmeckt eben im Brot sehr lecker. Dann würzen wir noch mit Himalaya-Salz. Dann hatte ich noch kalt gepresstes natives Leinöl hinzugegeben. Das stellt eben die Omega-3-Fettsäuren zur Verfügung. Dann hatte ich noch gemahlenen Schwarzkümmel hinzugegeben, weil der eben so sehr gesund ist, aber da sollte man nicht zu viel nehmen, damit der Geschmack nicht zu bitter wird. Ein Video zum Allheilmittel Schwarzkümmel, das verlinke ich euch hier oben noch in Schala. Jetzt werden hier beide Durchgänge nochmal gründlich püriert mit dem Mixer, bis wir eine schöne homogene Masse erreichen. Dann kommen einfach beide Durchgänge in eine Schüssel. So sieht das jetzt aus hier. Hier kommt noch der zweite Durchgang hinzu, dann wird das einfach alles gründlich vermischt. Und dann geben wir jetzt wieder hier das Flohsamenschalenpulver hinzu. Das sorgt wieder für die Festigkeit des Brotes und ist auch sehr gesund für den Darm. Hier geben wir wieder Sesamsamen, also ungeschälte Sesamsamen. In diesem Fall hatte ich dann nochmal Chiasamen und Leinsamen, ohne sie vorher zu schroten, hinzugegeben, einfach weil ich zu faul war, aber besser wäre es, wenn sie vorher geschrotet werden, weil sie dann besser verdaut werden können. Alles gut durchmischen, verrühren. Dieses fermentierte Gemüse gibt diesem Brot einen ganz leckeren Geschmack, weil es eben so säuerlich, salzig schmeckt. Der wird zwar durch den Trocknungsprozess etwas abgemildert, aber am Ende gibt es einen ganz, ganz köstlichen Geschmack. Deshalb ist diese Version des Rohkostbrotes die geschmacklich leckerste, aber auch die gesündeste. Denn fermentiertes Gemüse kann man nie genug essen, weil es lebendige Bakterienkulturen liefert, die für eine gesunde Darmflora sorgen, unsere Abwehrkräfte stärken und immun gegen viele Krankheiten machen. Eine Version wäre daher, abgesehen davon, dass man es täglich im Salat zu sich nehmen sollte, eben dieses gesunde Rohkostbrot, sodass man dann durch dieses Brot noch zu einer weiteren Mahlzeit mit fermentiertem Gemüse am Tag kommen kann. Auch hier könnte man dann wieder dieses gesunde, köstliche Rohkostbrot mit Biobutter bestreichen und mit leckerer Avocado belegen, Petersilie oben drüber streuen und natürlich immer diese leckeren Sprossen, die sollten auch nie fehlen. Weil man auch von ihnen niemals genug essen kann, nimmt man sie dann in diesem Rezept sowohl in getrockneter Form als auch in frischer Form zu sich. Denn Sprossen liefern uns all das, was unser Körper und Immunsystem braucht, um auch Extremphasen gesund und munter zu überstehen. Denn sie liefern hoch bioverfügbare Vitamine, Mineralien, Antioxidantien und eine reiche Vielfalt an sekundären Pflanzenstoffen. Lebendige Enzyme unterstützen die Verdauung, den Stoffwechsel und aktivieren sowohl die Energieproduktion des Organismus als auch Reparaturmaßnahmen auf zellulärer Ebene. Mein Sprossenvideo werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken in Schala. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg und gutes Gelingen beim Nachmachen dieser leckeren, gesunden Rohkostbrote, gute Gesundheit, guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.